Hallo, Servus und willkommen zur heutigen Präsentation. Der Titel der heutigen Präsentation lautet Eine Reise nach Bulgarien. Es war Sommer und das Wetter war ganz heiß. Ich bin mit dem Bus von Wien also in Österreich, nach Sofia, Bulgarien gefahren. Von Hauptstadt nach Hauptstadt. Damals haben viele Westeuropäer eher ein negatives Bild von Sofia, Bulgarien gehabt. Ich habe die Stadt aber charmant gefunden. Hier sehen wir eine Straßenbahn, die gerade durch die Stadt fährt. Und was ist das hier? Eine Kirche oder ein Moschee? Was glaubt ihr? Ist das eine römische katholische Kirche, eine orthodoxische Kirche oder ein Moschee? Ja klar, das ist doch eine orthodoxische Kirche. Hier bin ich. Und das ist mein ehemaliger Studienkollege Kirill. Ich habe ihn damals in Sofia, der Hauptstadt von Bulgarien, besucht. Wir haben gemeinsam auf der Uni in den USA studiert. Das hier heißt Shopska Sawata. Das ist eine Art bulgarischer Salat, die mir in Bulgarien ganz gut geschmeckt hat. Ich habe sehr oft und sehr gern Shopska Sawata gegessen. Aber das letzte Mal, wo ich Shopska Sawata gegessen habe, bin ich leider krank geworden. Das war am Tag meiner Abfahrt zurück nach Österreich. Und ich habe den Salat am Hauptbahnhof gekauft, kurz vor meiner Reise zurück nach Österreich. Also deswegen musste ich als kranker Passagier circa 10 Stunden über das Balkangebirge fahren. Das heißt 10 Stunden krank im heißen Bus übers Balkangebirge. Das war ziemlich unangenehm. Als wir endlich an der österreichischen Grenze angekommen sind, bei der Passportkontrolle hat eine Grenzpolizistin mir gesagt, dein Pass ist gestohlen, du bist ein Verbrecher. Das hat gar nicht gestimmt natürlich, aber ich war ziemlich ratlos. Ich habe nicht gewusst, was ich tun könnte. Sie haben mich sogar ein paar Stunden eingesperrt. Ich bin ein paar Stunden lang in eine Zelle eingesperrt worden. Schlussendlich hat der Polizeichef das Missverständnis geklärt. Er hatte nie meine Reise, ich hatte meinen Reisepass im Jahre 2003 in Spanien bei der Polizei als gestohlen gemeldet, aber kurz darauf hatte ich ihn wieder gefunden. In einer Hosentasche, in meiner Schmutzwäsche, bei mir im Zimmer. Und bei der Polizei auch als gefunden gemeldet wieder, als ich den Pass gefunden habe. Die Information wurde aber im ganzen europäischen System nie aktualisiert. Also die Grenzpolizistin, die Polizei an der Grenze, sie hat nicht gewusst, dass ich den Pass wieder gefunden hatte. Aber nachdem alles geklärt wurde, wurde ich freigelassen. Also sie haben mich aus der Zelle herausgelassen. Und ich durfte wieder nach Österreich fahren. Ich durfte in Österreich wieder einreisen. Ich war endlich wieder frei im schönen Österreich, aber immer noch ein bisschen krank. Also wegen dem Schopska Sauerter. Dankeschön fürs Zuhören. Ich hoffe, die Geschichte hat Ihnen gut gefallen. Oder besser gesagt, ich hoffe, die Geschichte hat euch gut gefallen. Auf Wiedersehen. Tschüss. Bis nächstes Mal.